Herzlich willkommen zum Best of Harry Metal Podcast 2007. Das Jahr, in dem ich zum allerersten Mal alles alleine machen musste. Thorsten hatte keine Zeit mehr. Ich musste also selber filmen, selber schneiden und überall selber hinlaufen. Das Festivalwetter 2007 war sensationell. Allerdings hatten wir während der Aufbauphase mit viel Regen und viel Wasser zu kämpfen und sind deswegen unter anderem auf die Idee gekommen, die Campingflächen zu föhnen mit einem Hubschrauber. Das und noch viel mehr seht ihr jetzt. Viel Spaß! Edeka aktiv, Verpflegungspunkt Nummer 1. Das ist der erste Metalhead, 13 Tage bevor es losgeht. Ich halte es nicht aus. Oder Verlauf, nur noch vom letzten Jahr hier. Ich wohne im Nachbardorf. Und habt ihr schon alles vorbereitet? Seid ihr schon aufgeregt? Nee. Ist ja bald soweit, ne? Ja, wir kennen das ja. Ja. Wir nehmen es dann so, wie es kommt. Hallo. Na, du strahlst ja, mein lieber Mann. Da kriegen ja die Ohren Besuch, du. So weit kriegt ja kein Mensch immer. Schon aufgeregt? So ein bisschen. So, das ist gut. Habt ihr irgendwas Besonderes im Angebot dieses Jahr? Wir werden unten mit Grants Whisky ein Sonderpackage machen. Da gibt es dann einen Beutel Eis dazu und eine Flasche Cola. Und eine Tube Kopfschmerztablette. Ja, das nicht. Ha! Den haben wir ja noch gar nicht getroffen. Aber jetzt. Ja, jetzt mal einmal hier den schönsten Kofferraum aller Zeiten. Sensationell. Was sind das denn da für Da Filme? Hübner mir alles vollgemüllt. Kurz mal in einem Satz. Beschreib mal Hübner. Er müllt Autos voll, schreit Leute an. Echt? Sowas macht der? Oh, ist er eigentlich gar nicht der Typ, der wirkt. Aber sonst ist er gut. Der hat irgendwie mehr so Buddha-mäßig wirkt er. Ja, so kannst du das alles. Also ersteres von Automor vollmüllen, da ist der Jens, glaube ich, noch ganz weit vorne. Thomas hatte immer seinen legendären BMW 3er, hat er ja immer eine Mülltüte gehabt, weil er ja auch mal voll gemüllt hatte und hatte immer so ein Kantholz gehabt hinter seinen Sitz, damit der Sitz überhaupt einigermaßen gerade war. Und so war eigentlich der BMW 3, wo wir auch mal drin gepennt haben, gerade immer die ersten Jahre vor der Bühne, weil wir kein Geld hatten für eine Nachtwache, haben wir es dann selbst gemacht. Thomas hat gesagt, pass auf, in die erste Zeit mache ich die Wache, dann wecke ich dich und dann kannst du schlafen. Problem ist, er war natürlich immer sofort eingepennt und dann musste ich die Wache alleine machen, mehr oder weniger. Und, aber wenn einer ein Auto vollgemüllt hatte, dann war er auch mega spezi. Das war das Auto von Thomas. Also diese Unordnung war ein hausgemachtes Jensen-Problem. 13 Tage noch bis zum 18. Wacken Open Air. Die Vorbereitungsarbeiten für den Bühnenbau laufen auf vollen Touren. In 2007 hatten wir enorm viel Wasser und irgendwann durften keine großen Maschinen mehr ins Infield fahren, weil, wie man hier ganz deutlich sieht, knietief der Morast im Infield und die Stapler haben das nicht besser gemacht. Also sie war schon. Sie war böse. Sie war böse. Sie war ja so böse, dass wir tatsächlich das erste Wacken gewesen wäre, was wirklich kurz vor Abbruch war. Das war ja noch so wirklich mit Bagger im Infield, über Nacht, overnight, tausende von Kubikmeter Hackschnitzel da reinbringen, mit Stroh noch und so weiter, damit wir überhaupt das hinkriegen, dass die Behörden sagen, jo, wir dürfen die Türen aufmachen. Es gab ja kein Grün mehr. Also wo wir hier sitzen, das hättest du da ja nur vermuten können, also nicht sehen können. Das ist, ja, das war also 7 war schon, fand ich, mit das Schlimmste. Also die Aktion weiß ich noch, die war Hammer, die war mega. Nach dem Festival stand der noch eine Woche an der Stelle, weil der war quasi wie einbetoniert. Der Motor hatte sich in den Felgen und Bremsscheiben und so, es war so hart geworden, dass sie das Auto nicht mehr bewegen konnten. Beim Rausbringen war es nicht einfach, da haben wir gesagt, pass auf, euer Trag sieht man zu. Nein, wir haben natürlich geholfen dann auch, aber. Die Eröffnung des Festivals 2007, die wurde am Donnerstag, ich glaube, von morgens bis mittags diskutiert. Die haben sich alle Stunde irgendwie getroffen, die Behörden und alle, die mit der Entscheidung zu tun hatten und immer noch haben heutzutage, ob die Türen geöffnet werden, ob die Menschen tatsächlich aufs Festivalgelände dürfen. Und die haben 2007 war das, glaube ich, die anstrengendste Krisensitzung, die die Behörden jemals hatten hier. Vielleicht 2015 noch.
so ähnlich, aber 2007, das war schon massiv. Also ich hätte nicht gewettet, dass sie aufmachen. Ich hätte eher gewettet, das bleibt zu. Aber uns Dithmarschern macht so ein bisschen Rügen nicht kaputt. Morgen treffen die ersten Hubschrauber ein und die werden dann hier den Acker föhnen.